die Grünen vielleicht wäre es schwierig das gewesen. Und sie sind dort gegangen, sie haben ein volles Programm gehabt, eine ganze Woche. Sie haben das ganze Land gesehen, mit allen Leuten gesprochen und sie haben gemerkt, oder sie haben gespürt, dass alles, was sie über Kuba hören, stimmt nicht mit der Wirklichkeit überein. Und dann sie sind zurückgekommen mit einer ganz anderen Meinung, nicht? Und sind sie sind bewusst geworden, dass eigentlich die deutsche Politik gegen Kuba sich ändern sollte, oder ändern muss, weil es spricht nicht wirklich die Realität. Sie betrachten uns, wie wir noch in den Kalten Krieg leben würden. Und sind wir konsequent und treiben wir eine Politik von der Versöhnung, von der Gleichverständigung, von anderen Respekt von der Souveränität der anderen Völker, und dann können wir uns sehr gut verstehen, und dann diese Abgeordnete sind mit einer guten Meinung zurückgekommen und haben, wie gesagt, ich hoffe, die verschiedenen Parteien ihre Meinung gegeben und gesagt, nicht, und vielleicht in der Zukunft ändert die Politik. Das Problem Politik in Kuba ist eine ganz, Sie haben bestimmt alle gehört über Menschenrechte. Kuba verletzt die Menschenrechte. Und sie hören das, und sie hören das, und sie hören das, jeden Tag in alle Pressen. Und das eigentlich etwas, das wir nicht verstehen. Wir sind nicht perfekt, aber niemand ist perfekt in den Menschenrechten. Was hier in Deutschland gemacht ist, in Stuttgart, die hunderte Polizisten mit Stock und so weiter, die Armen, die Kinder, die alten Leute angegriffen haben, das passiert in Kuba nicht. Seit der 10. Revolution passiert das nicht. Oder in Spanien, wenn Sie die Bilder sehen, besteht die Polizei gegen die Studenten und die Leute. Das passiert in Kuba seit der 10. Revolution nicht. Wir haben eine Revolution gemacht, unter anderem, um das zu vermeiden. Und und wenn man sagt, Kuba ist ein Land Lateinamerika, trotz die Blockade, das ist eine ganz schlimme Sache, dass wir haben keine Kinderunternehmen, wir haben das höchste Leben erwartet in ganz Amerika, wir haben die niedrigste Kindersterblichkeit, alle alten Leute haben ein Leben, das wir jetzt machen sollten, und ich glaube, das ist Menschenrechte. Alle haben Recht für Arbeit. Wir sind in der Lage, anderen Ländern zu helfen, und wir haben geholfen in Medizin, in Erziehung und so weiter. Und warum sind wir so schlecht? Warum sind wir so schlecht? Und wir, trotz der Blockade, wir leben noch. Und Kuba ist ein Land, wenn Sie die Geschichte Kuba ein bisschen studieren, wir haben relativ eine ganz kurze republikanische Geschichte. Wir sind das letzte Land Lateinamerika, das ist von Spanien befreit, Anfang des 20. Jahrhunderts. Dann haben wir 4 Jahre amerikanische Besatzung, und dann hat unsere Republik angefangen. Diese Republik, wir haben viel über das Mehrparteisystem, das ist unsere Geschichte. Das ist unsere Geschichte. In diesen 50 Jahren bis der 7. Revolution sind viele Aufstände in Kuba, das haben Sie schon gefunden. Wir haben einen Diktator in den 30er Jahren gestürzt, dann Batista in den 50er Jahren, und ist ein Volk, das ständig in Revolution gelebt hat. Seit der 7. Revolution haben wir einen inneren Frieden in Kuba, wie nie in den anderen 50 Jahren passiert hat. Aber wir haben Pech, wir haben die Feindseligkeit von den Amerikanern, die 90 Kilometer von uns entfernt ist. Aber das ist nicht unsere Schuld, nicht? Ich wollte noch klären, das in Gemeinde zusammenfassen. Diese Delegation war eine gute Delegation. Sie haben etwas in Kuba gesehen, gehört und mit den Leuten viel gesprochen, und sind mit einer sehr guten Stimmung zurückgekommen. Es gab ja auch eine Delegatenreise ähnlich auch nach Ecuador Ende des Jahres 2011 in den Yasuni Nationalpark. Da gab es auch eine Delegiertenreise, und ich wollte noch ganz kurz erwähnen, die
dieser Begriff Un Original Socialismo Latinoamericano, das ist der Begriff von Galo Mora von Alianza País, der ja sehr, sehr wichtig ist, auch in der Partei und sehr viele Verdienste in der Bewegung, der politischen Bewegung der Regierung von Ecuador, Alianza País. Und ein Zitat, was Hugo Chavez Frias am Ende der Sitzung am 5. Februar, am Ende des 11. Gipfeltreffens gesagt hat, fand ich sehr bezeichnend. La Patria es la ALBA. Das Vaterland, das ist ALBA. Das heißt, und das andere, Originalsozialismus Latinoamericano, das heißt ein besonderer lateinamerikanischer Sozialismus. Das heißt, da haben wir auch wieder diese neue Bewegung zur Patria Grande, die ja seit langem in Lateinamerika existiert und wo ja Venezuela und Kuba praktisch das Kerngebiet darstellten, auch 2004 und dann 2005 bei der Umsetzung der Bolivarischen Allianz ALBA. Ja, vielleicht gibt es noch andere Fragen oder Anmerkungen. Sonst würde ich vorschlagen, dass wir, bevor wir noch kurz den Film sehen über Venezuela, dass Walter noch kurz ein Gedicht vorträgt über... Die Klaus hat ja noch Fragen. Ja. Ja, nee, ich möchte eigentlich gerne mal sagen, dass mir das so ausgezeichnet gefallen hat und auch so schön und so intensiv mal darüber was zu erfahren, was in Lateinamerika da passiert. Ich war ja auch am 8. Februar schon hier und es ist einfach, ich wollte mir mal kurz mein Herz Luft machen und sagen, dass es so schön ist zu hören, dass Menschen auf diese Weise zusammenleben wollen, wie das gesagt ist. Und das ist doch eigentlich das Bedürfnis von fast allen Menschen. Also ich würde mal einfach das aufgreifen und sagen, von 99% der Menschen ist so zu leben. Ja? Und dieses 1% nicht, das harmoniert uns eben. Das ist die große Frage. Ich habe auch, ich komme ja aus dem Osten, aber ich habe nachgelesen, es gab hier in, wenn ich mal so sagen darf, Westdeutschland so eine Stadtindianerbewegung, eine Bewegung der Stadtindianer. Das hat mir schon immer sehr gut gefallen, weil sie versuchten in ihrem kleinen Umfeld, ja, und kommunal oder so, eben auch schon solche Lebensweise aufzugreifen, nicht? Und so gemeinschaftlich zu sein. Und die vielen Gemeinschaftsprojekte gibt es ja heute auch zum Teil noch. Oder wenn wir an Stuttgart denken, nicht? Wie haben sie versucht, ihre Bäume zu schützen? Ja, aber die Grenzen nicht, sind doch überdeutlich. Nicht? Wer setzt die Grenzen da immer? Und deswegen finde ich dieses Bemühen, das zu erhalten, so sehr ausgezeichnet. Ja. Ja. Und Utamara ist übrigens auch eine leitende Kraft in der deutschen Freidenker-Bewegung. Und apropos Freidenker, gibt es ja auch einen interessanten Aspekt, gerade in Bezug auf Ecuador, denn Eloy Alfaro hatte ja damals in seiner zweiten Präsidentschaftszeit Anfang des 20. Jahrhunderts die laizistische Revolution durchgeführt, das heißt die strikte Trennung von Staat und Kirche in Ecuador, die damals ja ähnlich wie in Frankreich 1905 dazu geführt hat, dass Staat und Kirche wirklich getrennt wurden, also nicht wie hier, sondern also keinen staatlichen Unterricht in Theologie an Universitäten oder an Schulen. Und das heißt auch natürlich keine Kirchensteuer und in die Richtung, dass wirklich der Staat neutral ist und unabhängig von der kirchlichen Autorität. Und da gibt es ja auch in Kuba natürlich eine sehr wichtige Geschichte. Vielleicht, falls es noch andere Aspekte gibt, sonst könnten wir vielleicht auch zu dem Gedicht übergehen, falls Sie noch andere Anmerkungen haben. Claro, en Cuba también con el laicismo es también comparable con lo que está pasando, ¿no? Sí. Ja. Also mich würde interessieren, was Sie erzählt haben über das Denken der indigenen Völker, inwiefern das Einfluss nimmt auf die, ja man sagt immer Zivilgesellschaft, aber sagen wir mal die Menschen,
die in den Städten leben, die sehr wahrscheinlich, und ich weiß es in Ecuador ja auch eher Richtung Westen orientiert sind, die mit Computern arbeiten, die Autos fahren und so weiter, die ähnlich leben wie hier. Wie beeinflusst dieses Denken des Menschen, Natur und Kosmos, diese Verbindung, wie beeinflusst es diese Menschen? Findet da eine Diskussion statt? Wird das ernst genommen und wie wird das respektiert? Das würde mich interessieren, also was Sie dazu sagen können. Ich glaube, diese Beeinfluss hat schon sehr stark angefangen, weil vor 20 Jahren, noch ein paar Jahre später, da die indigene Medizin oder der Journalismus wurde nicht anerkannt, wurde einfach nicht ernst genommen, wurde immer bagatellisiert und als Charlatanerie bezeichnet. Aber mit der Zeit, das ist nicht nur lokal, sondern Externe von Europa und Amerika gehen express die Leute dahin und sie suchen eine spirituelle Wachstum, eine spirituelle Wachung, eine spirituelle Entwicklung. Und wir haben schon verstanden, dass es dieser Widerstand von mehr als 500 Jahren gedauert hat. Das ist gar nicht umsonst, dass sie die Indigene, sie sind in der Lage, das zu verstehen, dass sie diese Harmonie zwischen der Natur und dem Kosmos und dem Mensch und sogar viele behaupten, dass die Menschen ist nicht die wichtigste Teil von der Natur, sondern das Leben. Das geht hier um Leben und sie sind nicht wie vor ein paar Jahren hat immer, als sie angefangen die Ausbeutung die Abholzung von dem Amazonasgebiet, haben immer zu den Indianern gesagt, ja, das sind die Defensores de la Selva. Das sind diejenigen, dass sie die Amazonasgebiet schützen sollen. Ich glaube nicht, das ist eine Aufgabe, eine Weltaufgabe.